Mein Name ist Sebastian Seuter, ich arbeite für die Firma Microsoft. Was mache ich bei der Firma Microsoft? Ich bin Industry Executive. Was macht ein Industry Executive? Ich arbeite mit unseren Industriekunden zusammen, in dem Fall der diskreten Fertigung. Und was wir machen, sind im Prinzip gemeinsame Projekte mit Industriekunden und dementsprechend kommt auch der Fit an der Stelle zum AWK, weil es eben darum geht, wie Fertigungsunternehmen dann wirklich mit neuen Technologien genau in dieses Internet der Produktion gehen und dann eben auch Mehrwert für ihre Unternehmen dabei rausholen. Der Expertenvortrag, den wir vorhaben, geht ja um die Frage, wie monetarisiere ich Daten. Und das ist ja das Spannende gerade in der Fertigungsindustrie. Wenn ich heute noch produziere und Hardware habe, vielleicht noch Services dazu anbiete, kommen in der nächsten Stufe jetzt Dienstleistungen und Softwaremodelle mit dazu. Und genau darum geht es, diese Weiterentwicklung von der Hardware über die Services reinwärts in die Softwaredienstleistungen. Und genau das wird Gegenstand des Expertenvortrages sein mit der Frage, wie generiere ich in diesen Softwarewelten Werte für mein Unternehmen und meine Kunden. Gesamthaft geht es ja darum, wie das Internet der Produktion ausschaut. Jetzt, wenn man einen Schritt weiter runter geht, was ja auch das AWK macht, geht es ja darum, wie generiere ich daraus jetzt Mehrwerte, also Turning Data into Value. Und das ist jetzt genau im Kern dessen, was wir vorhaben. Wir stellen in dem Expertenvortrag uns die Grundfrage, was sind die Daten, die ich habe, was ist der Wert der Daten, die ich habe und wie kann ich dann anfangen, diese Daten wirklich zu verwenden, bis hin zu kommerzialisieren und zu vertreiben. Und genau das ist Fokus des Expertenkreises. Spannende Frage, da stehen ja mehrere Fragen mit drin. Der erste Schritt, den wir bei allen Kunden sehen, ist, es geht darum, ein heutiges Domänenwissen, das da ist, eine Stufe höher zu stellen, weil ich es dann nicht mehr über ein Produktionssystem abbilden will, sondern über ein Softwareproduktionssystem, also über eine Plattform anbieten will. Das heißt, ich muss mich über die Plattform definieren, ich muss die Daten reinheben, muss die Plattform so zur Verfügung stellen, dass meine Kunden darauf arbeiten können. Und jetzt kommt das Spannende, in diesen neuen Geschäftsmodellen werden Dienstleister oder eigentlich Industrieunternehmen zu Dienstleistern, die Softwareangebote bieten und die Plattform ist im Prinzip das Medium, über das diese Dienstleistungen von Kunden dann gekauft werden können. Also was wir feststellen ist, Datensicherheit hat natürlich was damit zu tun, wie Sie es von der Infrastruktur her abschützen. Das heißt, es ist extrem wichtig sicherzustellen, dass Sie skalierbare, aber auch sichere Infrastrukturen haben, in denen Sie arbeiten können. Die nächste Spur ist natürlich dann zu überlegen, wenn Sie kritische Daten haben, vor allem wenn es industriespezifische, domänenspezifische Daten Ihres Unternehmens sind, wie Sie die absichern können in der Plattform, aber später auch in den Dienstleistungen. Die werden dann quasi konsumiert, aber verbleiben bei Ihnen, weil es ja quasi der geheime Code Ihres Geschäftsmodells ist. Und dann geht es natürlich darum, im Internet der Produktion werden ja verschiedene Dinge ins Internet gebracht. Die müssen einzeln auf der Basis aller Dinge, also der Sensoren, der Maschinen, der Fabrikationsstraßen abgeschützt werden. Und das ist im Prinzip die nächste Stufe der Sicherheit. Wir arbeiten mit verschiedensten Kunden zusammen. Eine der Firmen, die ganz gut sind und die man auch nennen kann, ist die Firma Carl Zeiss, mit der wir verschiedene Initiativen gemeinsam haben, die quasi Hardware anbieten, auf der Hardware dann Softwaredienstleistungen anbieten und das gemeinsam mit uns machen, weil sie erkannt haben, ein Footprint zu haben mit über 80% Marktführerschaft, 90% Marktführerschaft in den einzelnen Bereichen ist natürlich wunderbar. Aber wenn man dann darüber hinaus wachsen will, ist es im Prinzip eine Möglichkeit, das über Softwaredienstleistungen zu machen. Und das sind im Prinzip dann Beispiele, wo man gemeinsam mit Industriekunden und einem Technologielieferanten da reingeht und genau diese Geschäftsmodelle gemeinsam ausprägt.